mit Row Cameras. Ich bin auch Mitgründer, glaube ich. Okay. Willst du es nochmal ganz haben? Ja, gerne. Mein Name ist Christoph Bornstein, ich bin Geschäftsführer und Gründer von TLGG. Mein Name ist Buntam Thema Smitty. Ich bin einer der 3 Gründer von TLGG und das Ganze ist vor 14 Jahren passiert. Seitdem ist auch bei mir nach TLGG einiges weitergegangen und bin jetzt im Vorstand von Edding. Ich bin Annabelle und zusammen mit Christoph und Max verantwortlich für alles, was TLGG heißt. Zu dem Zeitpunkt, als wir TLGG gemacht haben, Jobs hatten, bei denen wir alles rausgefunden hatten, was wir rausfinden wollten. Und TLGG in der nicht notariellen Phase seines Gründungsmythos tatsächlich eine Fantasieagentur war. Es gab TLGG nicht nur in unseren Köpfen und wir haben TLGG gegründet als Zufluchts- und Sehnsuchtsort in einer Games Company, die tatsächlich ein bisschen langweilig war. Konnte damals keiner absehen, dass das ein Riesenspaß so ein großes und auch ambitioniertes Unternehmen wird, was mein Leben natürlich auch nachhaltig geprägt hat, also bis heute. Christoph und Frenzy haben sich damals meines Wissens nach eine Wege geteilt. Wir hatten also Eierbecher gekauft, auf denen Tom und Lucy stand. Sie waren blau und hatten weiße Punkte und einen weißen Namenszug. Ganz bewusst mit Namen, die nicht auf ihre Identität zurückzuführen ist, für den Fall, dass jemand einbrechen möge und man nicht wüsste, wer da wohnt. Ich glaube, damit haben wir angefangen, dass Tom und Lucy klar war. Und dann ging es halt um die Frage, was ist denn das, was Buntam in diesem Bild jetzt noch als Synonym braucht? Und dann kam Gelbe Gefahr dazu und ich glaube, es ist ganz wichtig, als wir den Namen für uns ausgewählt haben oder ich auch darüber nachgedacht habe, dass ich ja in irgendeiner Form für Gelbe Gefahr stehe, war ich aus der Innenperspektive ja irgendwie stolz auf den Namen. Also ich war symbolisch in unserem Namen vertreten. Ich glaube, was wichtig ist in dem Kontext, ist einfach, der Name war für uns und der stand für uns und hat genau das wiedergespiegelt, was wir waren. Wir waren 3 verschiedene Persönlichkeiten, die zusammen eine lustige Idee hatten und alle abseits auch in dem Namen waren uns nicht nur nicht bewusst, sie wären uns wahrscheinlich auch egal gewesen, weil es ging nur um uns in diesem Moment. Am Ende ist ja 3 Menschen gründen eine Firma ein unfassbar autokratischer Moment. Und ich glaube, was man dann irgendwann verstehen muss, wenn du das gut weiterentwickeln willst und es irgendwie eine Marke sein soll, die irgendwie was kann und die getragen wird, dann wird die eben getragen von den Menschen, die das sind und nicht mehr von mir, der ich da auf meinem Berg sitze und sage, so ist es. Also das Thema Rassismus war natürlich auch in meiner Jugend irgendwie vertreten, aber in einem ganz anderen Kontext. Ich hatte einen super starken Freundeskreis, die schlimmsten Witze der Welt gemacht haben, aber ich wusste ganz genau, ich bin einer von ihnen und es war nie böse. Diese Sicht ist super egoistisch und super isoliert. Man muss halt, wenn man erstmal drüber nachdenkt, ich hatte eben Glück, in meinem Umfeld so aufgefangen zu werden und auch tatsächlich mir dessen nie Sorgen machen zu müssen, dass ich aufgrund meines Aussehens in irgendeiner Form ausgegrenzt werde. Das gab es in meiner Jugend so gut wie nie, vereinzelt, aber vernachlässigbar. Und ich glaube, hätte ich das irgendwie anders erlebt, wäre es nie zu diesem Namen gekommen. Ich als Annabelle wann habe ich hier angefangen? 24 oder so, hatte nicht das Bewusstsein um Themen wie Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und so weiter, wie ich es heute habe. Für mich hatten diese Themen auch nicht die gleiche Bedeutung, wie es heute hat, muss ich offen gestehen. Und das hat sich aber brutal verändert. Und wenn ich heute ein Thema rauspicken würde, wo es sich für mich irgendwie lohnt, dafür einzustehen, dann sind es diese Themen, wie können wir irgendwie ein Umfeld schaffen, in dem sich Diversität gleichwohl fühlt. Am Ende ist es dann eine sehr logische Konsequenz zu sagen, wenn dieser Name jemanden verletzt und nur die andere Person kann es bewerten, dann muss der Name weg, um diese Hürde, diese Barriere zu reduzieren und tatsächlich inklusiv zu sein. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, TLGG nicht zu ersetzen durch 3, 4 andere Buchstaben, die wir uns hätten ausdenken können. Weil für mich in diesem TLGG und dem, welche Geschichte auch in diesem Namen steckt und in diesem Unternehmen steckt, das hätte ich nicht wegradieren wollen. Das sind wir, das ist Teil unserer Identität und ich finde es ganz wichtig. Ich finde, da stecken ganz viele wertvolle Dinge drin, die ich damit assoziiere. Und ich hoffe, dass für uns TLGG und gerade die 2 GG in dieser Abkürzung immer eine Erinnerung daran sein werden, dass wir als Unternehmen eine Verantwortung haben, uns auch in so einem Diskurs wie zum Beispiel um Rassismus irgendwie klar zu positionieren. Auch im Kern, die Diskussion, die wir gerade führen, das ist so Wachstum bedeutet ja dann auch immer tatsächlich irgendeine andere Art von Verantwortung und für etwas stehen, für etwas einstehen. Ich würde mir auch wünschen, dass auch alle anderen Stakeholderinnen, die es da draußen noch so gibt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, das ist eine Agentur, eine Beratung, aber eine, die Haltung hat, in der Menschen mit Haltung arbeiten und die sich auch nicht scheuen, diese Haltung zu teilen, dafür einzustehen.
TLGG war ja für mich persönlich immer der größte Erfolg und das meine ich nicht wirtschaftlich, sondern eher mit was für einem Team wir am Ende zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Und wenn TLGG dieses Zeichen trägt, dass wunderbare Menschen in einem Ort zusammenarbeiten, an Ideen arbeiten, die die Zukunft vorantreiben, dann ist es das, was ich mir für TLGG wünsche.